Good evening, everybody. So, guten Abend allerseits. Let us begin with a prayer. Sollen wir mit Gebet anfangen? Dear Heavenly Father, Lieber himmlischer Vater, we thank God for this day given us, danke Herr für diesen Tag, den du uns gegeben hast, that you've brought us together here again. dass du uns hier wieder zusammengebracht hast. Pray that you help us during this hour of study, that we may understand your word. Und ich bete jetzt, dass du uns, sorry David, what did you say? In this hour of study, Also, ich bete, dass in diese Stunde des Studiums, dass du uns hilfst, das zu verstehen. and I pray that you please bless us and all the people watching the live stream. Und ich bete, dass du uns hier alle segnest und aber auch all diejenigen, die das Livestream zuschauen. And I pray for all these things in the name of Jesus. Und ich bete für all das in Jesu Namen. Amen. Amen. Okay. Can somebody maybe do me a favor and try to translate this document in deeper, because somehow my laptop doesn't work at the moment. Just posted this. Is that a different one from yesterday? A little bit. Just added a couple of notes. No, I don't have my laptop. Okay. So yesterday we looked at these beasts coming up out of the earth, Gestern out of the sea. Sorry. Gestern haben wir diese Tiere, die aus dem Meer herausgekommen sind, angeschaut. Finish this line. And where did we mark them? Und wo haben wir das markiert? Right, beginning at the Sunday dawn, right? So, Anfang des Sonntagsgesetzes. So, right, we had these 4 beasts here. Wir haben diese 4 Tiere hier gehabt. So that's the Sunday law. Das ist das Sonntagsgesetz. That's midnight. Mitternacht. Right. Mitternachtsruf. Final review. Genau, untersuchen. Okay, so right, we went to Daniel chapter 7, Wir haben Daniel 7 angeschaut. and there we saw basically the 4 winds driving on the Great Sea. Und da haben wir die 4 Winde, die auf das Meer getobt haben. So 4 winds were striving, Also die 4 Winde haben getobt, but also on another illustration, what happened to the 4 winds? aber auf eine andere Darstellung, was ist mit diesen 4 Winden geschehen? Were helped, right? Die waren zurückgehalten. And then we had these 4 beasts, Und dann gab es diese 4 Tiere, okay, which were the lion, das war der Löwe, the bear, das Bär, and then the leopard, Leopard and the terrible beast. und diese schreckliche Tier. Okay, and what did we find out? What was the relation between these beasts and individuals? Und was haben wir herausgefunden? Was war der Zusammenhang zwischen diesen Tiere und Einzelpersonen? Yes, we saw, right? Let's go to our notes. Also lasst uns zu Notizen gehen. Okay, then the German ones needs, I'll just do them individually. or we just repost them from yesterday, because there are just a few on the end that are different. Also ich werde die Notizen von gestern wiederholt in den Livestream bringen, denn es gibt nur ein paar Zusätze am Ende, die ich da hinzugefügt habe. And then we can just translate these. Und wenn wir Additional dazu notes. kommen, wir können sie einfach diese zusätzlichen Notizen dann Just put the first one Übersetzen. so I can do the rest. Just I just reposted the notes from yesterday. They were already translated, and at the end there are just some additional ones. Okay, so
So if we turn to our notes, So, in den Notizen. let's go jump down to the bottom of page 1. Und unten auf Seite 1, Let's go to Ecclesiastes 3:18 ganz unten ist Prediger 3, 18 and 19. und Vers 19. It says, I said in my heart concerning the estate of the sons of man, that God might manifest them, and that they might see that they themselves are beasts. For that which befalleth the sons of man befalleth beasts, even one thing befalleth them. As the one dieth, so dieth the other, yea, they have all one breath, so that a man hath no preeminence above a beast, for all is vanity. Okay, so the Bible says, we are like beasts. Also die Bibel sagt, dass wir sind wie Tiere. We are like these 4 beasts. Wir sind wie Okay? diese 4 Tiere. Therefore, yesterday we saw that these 4 nations are just an external illustration of our heart here, right? Gestern haben wir gesehen, dass diese 4 Nationen hier nur eine externe Darstellung dessen, was in unserem Herzen ist. So basically, one beast is worse than the other, right? Und ein Tier wird schlimmer als der zuvor und so weiter. Because we saw the lion is also the head of gold, Wir right? haben gesehen, dass diese Löwe auch das Kopf aus Gold ist. And the bear is the silver, Das Bär ist das Silber. and this is the bronze, Das hier ist das Bronze. and this is the iron. Und das hier ist das Eisen Plus click. und Ton. So basically, it always gets harder and harder, right? So, die werden härter und noch härter. And the metal, the value of the metals depreciate the more you go down. Und der Wert von die jeweiligen Metalle, die verringern sich so weiter, dass man hinuntergeht. And we saw that right here, the midnight cry is what? Und am Mitternachtsruf ist was? What does it mark according to Christ's object lessons 412? Close of probation. Yes, close of probation, right? Hier mit Mitternachtsruf markiert Schluss der Gnadenzeit. So in this sense, right, you develop down until you become this terrible beast here. Right? So, in diesem Sinne, man entwickelt sich bis zu diesem Punkt, wo du diesen schrecklichen Tier wirst. Yeah, if you reject the warnings and entreaties that the Lord sends you in this time. Natürlich, wenn du die Warnungen verwirrst, die der Herr dir in dieser Zeit gibst. And what did we find out who gets manifested here? Und was haben wir herausgefunden? Wer wird hier an der Mitternachtsruf manifestiert werden? Man of sin, Der right? Mensch der Sünde. So it's the man of sin. And sin is the transgression of the law, Und right? Sünde ist das Übertreten des Gesetzes. And what is it again that keeps you from transgressing God's law? Und was hält dich davon ab, Gottes Gesetz zu übertreten? Grace. The grace, right? Die Gnade. So in this sense, until the close of probation, there's still grace for you, right? So in diesem Sinne, bis zur Schluss der Gnadenzeit gibt es eben Gnade. But at the close of probation, now this sin is manifested. Aber Right. an der Schluss der Gnadenzeit, diese Sünde wird The manifest. man of sin, in the sense that purely representing Satan. Also der Mensch der Sünde, in dem Sinne, dass du gänzlich Satan darstellst. And because who's the true man of sin? Denn wer ist der wahre Mensch der Sünde? Satan, Das right? ist Satan. So in this sense, the Lord just wants to show us how you can develop down if you reject God's warnings. In diesem Sinne, Gott möchte uns nur zeigen, wie wir uns entwickeln werden, wenn wir Gottes Warnung und Ermahnungen verachten. Okay, let's go now to Daniel chapter 2. Lasst uns in unseren Bibeln zu Daniel Kapitel 2 gehen. And let us read verse 21. Und wir lesen Vers 21. Daniel 2 verse 21. Daniel 2, Vers 21. And, Brother Mark, you want to read this one, please? Daniel 2. 21. Oh, it's not in your notes. Yes, it's not in the notes, it's in the Bible.
Okay, it says, then Arioch brought in Daniel before No, the 21. 221. And he changeth the times and seasons, he removeth kings, and setteth up kings, he giveth wisdom unto the wise, and knowledge to them that know understanding. Yes. So what is God doing? So was tut Gott? Setting up kings, taking down kings, he's Exactly. Right? controlling. Also er setzt Könige auf und setzt sie ab. Okay. So now let's go to 2 Thessalonians chapter 2. So, jetzt gehen wir zu 2. Thessaloniker Kapitel 2. And it's, This would be also in the notes. Yeah. Das würde dann auch in den Notizen sein. As in verse 3, it speaks about this man of sin, right? Vers 3 spricht über den Mensch der Sünde, That needs to be revealed, and we understand this is here at the midnight cry. der geoffenbart werden muss, und wir verstehen, dass das hier zur Mitternachtsrufe In ist. verse 4, he says, he sitteth in the temple of God, showing that he is God. Right? Vers 4 sagt, er sitzt im Tempel Gottes und weist sich als Gott aus. And now let's read verse 5 Vers 5 down to lesen wir. verse 8. Vers 5 bis Vers 8. Remember ye not that when I was yet with you, I told you these things, and now ye know that what withholdeth, that he might be revealed in his time. For the mystery of iniquity doth already work, only he who now letteth will let, until he be taken out of the way. And then shall that wicked be revealed, whom the Lord shall consume with the spirit of mouth, and so on and so forth. Okay? So when is the wicked revealed? So, wann wird dieses Böse geoffenbart werden? character revealed, death decree. Yes, but according to these verses here? When the deal is taken away. Yes, when he that now letteth is taken away. Also Right? wenn der zurückhält, weggenommen wird. So in this sense, right, there's now a power here restraining the man of sin to be revealed. So in diesem Sinne, es gibt eine Macht in dieser Zeit, der verhindert, dass der Mensch der Sünde geoffenbart wird. And who is it that sets up kings and takes kings down? Und wer setzt Könige auf den Thron und setzt sie ab? The Lord, right? Das ist der Herr. So until the close of probation, it's his grace, yeah, that prevents the man of sin to be revealed. So bis zur Schluss der Gnadenzeit ist es eben Gottes Gnade, der verhindert, dass der Mensch der Sünde geoffenbart wird. And it's through his grace that these different kingdoms are still in place, preventing the man of sin to arise. Und es ist durch Gottes Gnade, dass diese verschiedenen Königreiche hier noch auf dem Thron, den Thron sitzt, und das verhindert, dass der Mensch der Sünde geoffenbart wird. But at the close of probation, right, the grace is withdrawn, so everything that restrains the man of sin is now taken away, and the man of sin can be revealed. Zum Schluss der Gnadenzeit ist diese Gezögerung oder Verzögerung weggenommen, der Gnade wird genommen, und alles, was der Mensch der Sünde gehindert worden ist, ist weggenommen hier, sodass er hier geoffenbart werden kann. Okay, so and now let's go back to our notes, Und zurück zu unseren Notizen. because we understand what begins here, So, was fängt hier an, according to Revelation chapter 9. gemäß Offenbarung 9, Second woe. der Right? zweite Wehe. And under the second woe, let's just read Revelation 9, verse 13 to 15. Zu Offenbarung 9, die Verse 13 bis 15. It's on page 3 in the notes. Das ist auf Seite 3 in den Notizen. Maurice, you want to read this? And the sixth angel sounded, and I heard a voice from the four horns of the golden altar which is before God, saying to the sixth angel which had a trumpet, loose the four angels which are bound in the great river Euphrates. And the four angels were loosed, which were prepared for an hour and a day and a month and a year to slay the third part of man. Yes. Okay. So, what gets loosed here? So, was wird hier losgelassen? Four winds. Die Right? 4 Winde. So here the four winds get loosed. Because here they got loose but also restrained. Right? Weil hier
würden die Winde auch losgelassen, aber die wurden zurückgehalten. Here's still a time of grace. Hier ist immer noch eine Zeit der Gnade vorhanden. But when these 7 last plagues are now poured out, grace ceases. Aber wenn diese 7 letzten Plagen ausgegossen werden, Gnade hört auf. And therefore, the man of sin, which is Satan, which is the 4 winds, can be revealed and loosed. Deswegen der Mensch der Sünde, der Satan ist, der diese 4 Winde ist, können geoffenbart werden. But that's still a type, and Yes. it's also restrained. Yes. But obviously, in this illustration, this is only a type, and therefore, here there's still grace on the earth. Okay. Aber hier in dieser Darstellung, das hier ist immer noch nur eine Typus und gibt es immer noch Gnade auf der gesamten Erde. But for one group, right, for these virgins, it's now the end. Aber für eine Gruppe hier am Mitternacht, für diese Jungfrauen, ist es wohl der Schluss der Gnadenzeit. Okay, so so here the 4 winds get loosed, yeah, and the man of sin, Satan, therefore can be revealed. So hier die 4 Winde werden losgelassen und dadurch der Mensch der Sünde, der Satan ist, kann geoffenbart werden. Because Satan is the 4 winds, right? Denn Satan ist diese 4 Winde. Yes. Amen. Or he, yes, he, Because what are the it's 4 his winds? kingdom, Denn was sind die 4 Winde? the earth, the north, south, east, west. Yes, He's the one, exactly. he's the prince of this. Das ist der Nord, Yes. Süden, Osten und Westen. He's these 4 winds: north, south, east, and west, right? Also everything that comes out of the bottomless pit is a new manifestation of satanic power. So. Yes, exactly. So, und auch alles, was aus dem bodenlosen Abgrund herauskommt, ist eine neue Manifestation von der Macht Satans. Okay, so now let's go and remind ourselves of this quote here from GC 6:14. So, lasst uns diesen Zitat von Großen Kampf 6,14 zur Erinnerung lesen. It speaks about the close of probation, Spricht auch über der Schluss der Gnadenzeit, which is typified here. was hier an der Mitternachtsruf vorausgeschattet ist. It says, when he leaves the sanctuary, darkness covers the inhabitants of the earth. In that fearful time, the righteous must live in the sight of a holy God without an intercessor. The restraint which has been upon the wicked is removed, and Satan has entire control of the finally impenitent. God's long-suffering has ended. The world has rejected his mercy, despised his love, and trampled upon his law. The wicked have passed the boundary of their probation. The Spirit of God, persistently resisted, has been at last withdrawn. Unsheltered by divine grace, they have no protection from the wicked one. Satan will then plunge the inhabitants of the earth into one great final trouble. As the angels of God cease to hold in check the fierce winds of human passion, all the elements of strife will be let loose. The whole world will be involved in ruin more terrible than that which came upon Jerusalem of old. Okay, so when the 4 winds are loosed, what is loosed? So, wenn diese 4 Winde losgelassen werden, was ist damit losgelassen? Yes, the human passions. Okay. Also menschliche Leidenschaften. So, yeah, all the chaos, all the sin on this whole planet is because of our passions, okay? Die gesamte Sünde, die ganze Chaos auf der gesamten Erdfläche ist wegen unserer Leidenschaften. Yeah. So, the Lord restrains these human passions through His grace, Und der Herr durch seine Gnade, er zügelt diese menschlichen Leidenschaften. but at this time He will let the human passions be fully manifested. Aber Okay? hier wird er diese menschlichen Leidenschaften sich völlig manifestieren lassen. Okay. You become this terrible beast, right? Du wirst zu diesem schrecklichen Tier werden. And what, according to the chart, what is the terrible beast doing? Und gemäß dieser Karte, was tut dieses schreckliche Tier? Puts Christ on the cross. Okay. Es tut Christus auf dem Kreuz. So when your human passions are no longer restrained, you will crucify Christ. Also wenn deine menschlichen Leidenschaften nicht mehr gezügelt gehalten wird, dann wirst du Christus kreuzen. And we understand the midnight cry is the cross, right? Und wir verstehen, dass Mitternachtsruf ist das Kreuz. So you have therefore 2 opposite characters revealed here. So dadurch wird hier 2 entgegengesetzte Charaktere gezeigt. Because the one that go to the cross, what are with their passions? Denn diejenigen, die zum Kreuz gehen, was ist mit deren Leidenschaften? You're subdued
they're fully subdued, they're fully under the control of the Spirit of God, Sie right? sind völlig unterworfen unter die Kontrolle des Geistes Gottes. So one is totally unrestrained now, and the other group is totally restrained. So der eine Gruppe ist völlig losgelassen und der andere ist völlig unterworfen. And therefore, God shows us, we can either choose this way to go down and become this, or we can choose this good way and become Christ here. Okay. So, Gott zeigt uns, wir können diesen Weg hinunter folgen, um diesen schrecklichen Tier zu werden, oder wir können Gottes Weg hinunterkommen, um zum Kreuz zu gehen, Yes. Christus darzustellen. Exactly. Okay. So, and we also read this quote by William Miller yesterday. Und wir haben auch diesen Zitat von William Miller gestern gelesen. Let's read this. It's just above the quote we just read. Also dieses Zitat von Großen Kampf, es ist gerade da drüber. And it says, where he basically says that this statue is the man of sin. Okay? Und er sagt im Grunde, dass diese Statue, diese Daniel 2 Statue, ist der Mensch der Sünde. It says, these 7 years of servitude must include these 4 kingdoms. Babylon, or Nebuchadnezzar's, which was the head of gold. So head of gold. So, hier. Media and Persia, Grecia and Rome, which constituted the whole man of sin from his head to his toe. Okay, so this Daniel 2 statue is now behind here, right? Also diese Daniel 2 Statue, der auch hier besser zu sehen ist. It's an illustration of the man of sin. Es ist eine Darstellung von der Mensch der Sünde, Here at the end of the world. hier am Ende der Welt. Okay, so now let's go to Revelation 17. So, lasst uns jetzt zur Offenbarung 17 gehen. Das ist unten auf Seite 3. Okay, everybody can follow so far? Kann jeder soweit folgen? Okay. So now let's bring this statue, which is the man of sin, together with Revelation 17. So, lasst uns diese Statue, der Mensch der Sünde ist, zusammenbringen mit Offenbarung 17. Okay, and maybe before we go there, Noch bevor wir das tun, let's go aber to Romans 13. lasst uns in unsere Bibel Römer 13 aufschlagen. Romans 13. Römer Kapitel 13. And let's read verse 1 to 4. Und die Verse 1 bis 4 wollen wir lesen. Romans 13, 1 to 4. It says, let every soul be subject unto the higher powers. So, where should we be subject unto? So, unter was müssen wir uns unterwerfen? Higher powers, Die okay? höhere Mächte. And I will write this down because we will come to this. Und ich werde das hier auf den Tafeln niederschreiben, denn wir werden darauf zurückkommen. It's not on the line, I just write it here because of space. Also okay? das ist jetzt nichts mit der Linie zu tun, sondern es wird nur hier auf den Tafeln geschrieben, des Platzes wegen. Okay, for there's no power but of God. The powers that be ordained, the powers that be are ordained of God. Whosoever therefore resisteth the power resisteth the ordinance of God, and they that resist shall receive to themselves damnation. For rulers are not a terror to good works, but to the evil. Wilt thou then not be afraid of the power? Do that which is good, and thou shalt have praise of the same. For he is the minister of God to thee for good. But if thou do that which is evil, be afraid, for he beareth not the sword in vain, and so on and so forth. For he is the minister of God. So, it's speaking about what power So es spricht hier über welche Macht, in general. also im Allgemeinen. Covers, kings, covers. Yes, the governments, Also der right? Staatmächte. And the state powers, is it a he or a she? Und der Staatsmächte, ist das ein Er oder eine Sie? Yes, it says he, Es right? ist eine Er. So the kings, is a he. Also die Okay. Könige werden dargestellt als ein Er, als männlich. That's alright. Male, okay. Or man. Alright, now let's go to Revelation 17. Jetzt gehen wir zur Offenbarung 17 in unseren Notizen auf Seite 3. Let's read verse 1 to 3. Und die ersten 3 Versen.
It says, and there came one of the 7 angels which had the 7 vials, and talked with me, saying unto me, Come hither, I will show unto thee the judgment of the great whore that sitteth upon many waters, with whom the kings of the earth have committed fornication, and the inhabitants of the earth have been made drunk with the wine of her fornication. So he carried me away in the spirit into the wilderness, and I saw a woman sit upon a scarlet-colored beast, full of names of blasphemy, having 7 heads and 10 horns. So here we have now the woman, So hier haben wir diese Frau. and she sits upon the kings, right? Sie sitzt auf diese Könige. Okay, so it's now a woman. Also eine Frau. Okay, and she represents the church, right? Sie stellt die Gemeinde dar. Okay, and where does she sit upon? Und wo sitzt sie? According to verse 3. Gemäß Vers 3. Yes, on a scarlet colored beast. Okay. Auf den scharlachroten Tier. Now go down to verse 9 and 10. Jetzt gehen wir hinunter zu den Versen 9 und 10. And remember, we want to bring this now together with Daniel chapter 2, with the statute, right? Denkt, dass wir versuchen, das hier mit Oh, statute. Daniel Kapitel 2 mit diesem Statue zusammenzubringen. And the statue is a man, right? Und diese Statue, das ist eben männlich dargestellt. It's a man, right? Ein Mann. It's the state powers. Es ist die Staatsmächte. So now let's read verse 9 to 10. Lass uns die Verse 9 und 10 jetzt lesen. And here's the mind which hath wisdom. The 7 heads are 7 mountains on which the woman sitteth. And there are 7 kings. 5 are fallen, 1 is, and 1 is yet to come. Right? So, where's the woman sitting? So, wo sitzt die Frau? On the kings. Yeah, she sits on the kings. Sie Right? sitzt auf diese Könige. So she sits basically on man. So, Okay. sie sitzt auf dem Mann. But specifically, what does it say here? Where does she sit? Aber genau, was sagt es hier? Wo sitzt sie? The heads Yes, on the heads. Auf den Okay. Köpfen. controls the minds. Yes. In your head is the mind. So, Okay. in den Kopf ist der Verstand. So, and we understand Daniel and Revelation is one book. Und wir Okay? verstehen, Daniel und der Offenbarung ist eben ein Buch. So it's the same kingdoms here in Revelation 17 as depicted in Daniel 2. So, es ist die gleiche Königreiche hier in Offenbarung 17, die in Daniel 2 But dargestellt can you sind. see a woman sitting there on the statue? Aber hier auf dieser Karte, Daniel 2, kann man eine Frau da sitzen sehen? No, Nee, right? eben nicht. But line upon line you can see it because Revelation 17 tells you so. Aber Linie auf Linie können wir es wohl sehen, denn Offenbarung 17 Because sagt she es was sitting uns. on Babylon, on Medo-Persia, on Greece, Rome, It's the doctrine. and Phoenix. Weil Yes. sie sitzt auf Babylon, Medo-Persien, Griechenland und Rom. Yeah. So she was sitting on the heads Sie of saß- all these kingdoms. Auf die Köpfe all dieser She Königreiche. was always sitting on the kings, on men. Sie saß immer auf den Königen, auf den So, den Mann. And the king is the higher powers, right? Und diese read it. Könige, wie wir gelesen haben, sind diese höhere Kräfte. But we Höhere also saw that the kingdoms illustrate individuals, right? Aber wir haben auch gesehen, dass Königreiche auch Einzelpersonen darstellen. So on this line is sitting a woman. So auf Okay. dieser Löwe sitzt eine Frau. Yeah. On the bear is sitting a woman. Und auf diesem Bär sitzt auch die Frau. On the leopard is sitting this woman. Und gleich mit der Leopard. And here is the woman also. Und hier auch. Okay. And the woman is this evil doctrine, right? Und diese Frau, das ist diese boshaftige Lehre. Yeah. And she is controlling the mind of these kings here. Und sie kontrolliert den Verstand dieser Könige. Yeah. And if these kingdoms illustrate individuals, it just shows you, yeah, that this doctrine leads you from being the lion down to become the bear, down to become the leopard, down to become this terrible beast. Und wenn Okay? Könige oder Königreiche stellen einzelne Personen dar, dann können wir sehen, dass diese Frau, diese falsche Lehre, leitet dich von dieser Löwe zum Bär zu werden, zum Leopard zu werden, zur schrecklichen Tier zu werden. And if you are the terrible beast, what will you do?
Und wenn du diese schreckliche Tier wirst, was willst du denn tun? You will crucify Christ. Du willst Christus kreuzigen. Because here this woman is manifested. Denn es ist gerade hier, wo diese Frau sichtbar wird oder manifest gemacht And wird. this woman will say, kill him. Und diese Frau wird sagen, tötet ihn. Haman's wife. Yes, it's Haman's wife. Genau Okay? dasselbe wie Hamans Frau. So what must you make sure in this time here? So was musst du sicher sein in dieser Zeit? Because it must make sure. Was musst du sicher gehen zu tun hier? Also was musst du sicher gehen zu tun hier? Yeah. Because it's the time of the daily, Weil right? das hier ist das Zeit des täglichen, Yeah, of the true daily. das wahre täglichen. Yeah, you must Daily Daily- sacrifice. the daily sacrifice. Also Okay. das tägliche Opfergabe. You must in the morning and the evening, right? You must bring your sacrifice and you must pray, confess your sins and all these things. Study your word. Morgende und Abende, du musst deine Opfergabe darbringen, du musst beten, deine Sünden bekennen und wegtun, dein Bibelstudium und alles. And you must gather the oil here, Du right? musst das Öl hier sammeln. In order to do what? Um was zu bewirken? Yes, to get rid of this woman. Um Okay? diese Frau loszuwerden. Yeah. If the false woman is sitting on your mind, you will crucify Christ. Also wenn Okay? diese Frau sitzt auf deinem Verstand, diese falsche Frau, dann wirst du Christus kreuzigen. You must make sure that the true doctrine is in your mind. Du musst sicherstellen, dass diese richtige oder diese wahre, diese echte Lehre in deinem Verstand In- ist. What is the true doctrine, brother? Und was ist diese wahre Lehre? The everlasting gospel. Yes, exactly. What does Sister White say? What must engross your whole mind, your whole attention? So, was sagt Ellen White? Was soll die gesamte Verstand, die ganze Aufmerksamkeit einnehmen? Yes, the third angel's message. Die dritte Okay? Engelsbotschaft. So if you have another woman on your mind, Also wenn du eine andere Frau in deinem Kopf hast, you will crucify Christ. du Okay? wirst Christus kreuzigen. It's no other way around. Es gibt keinen Weg drum herum. And therefore you must understand this. God is showing you these things. So, Okay? du musst das verstehen. Gott zeigt diese Dinge. All right. So I'm just making this point that in Proverbs chapter 7, it uses a woman as an allegory for these strange doctrines that flatter you, and when you go into a house you get snared and you never come out again. Also in Sprüche 7, es nutzt diese Frau als eine bildliche Darstellung, dass wenn du in ihrem Haus eingehst, kommst du nie wieder raus. all right. You want to read this? Yes, it's Sprüche 7, verse 4. Sprüche 7 und Vers In 4. fact, this one. Sprüche 7, fang an in Vers 1. It says, "My son, keep my words and lay up my commandments with thee. Keep my commandments and live, and my law as the apple of thine eye. Bind them upon thy fingers, write them upon the table of thine heart. Say unto wisdom, thou art my sister, and call understanding thy kinswoman, Vers 5. that they may keep thee from the strange woman, from the stranger which flattereth with her words. For at the window of my house I looked through my casement, and behold, among the simple ones I discerned among the youths a young man void of understanding. Passing through the street near her corner, he went the way to her house in the twilight, in the evening, in the black and dark night, and behold, there met him a woman, the attire of a harlot and subtle of heart. She is loud and stubborn, her feet abide not in her house." So it uses this illustration, and it's talking about this woman that's sitting on these kings here, this doctrine that if you take hold of it, you're going to get snared and lose your soul. Yes. Nimmt diese Frau als eine Darstellung von dieser Lehre, die diese Könige einnehmen. Also wenn du diese Lehre annimmst, du wirst in der Schlinge genommen und weggenommen werden. Yes. Genommen, geteken, wie sagt man das? Weggenommen. Weggenommen. Okay. Yeah, therefore you must make a decision. Okay. So dadurch musst du eine Entscheidung treffen. Which woman is controlling your mind? Du musst wählen, welche Frau dein Verstand kontrolliert. Okay. Because you can see here the kings will be controlled by this false woman and they will kill God's people. So, Okay. hier kannst du sehen, diese Könige werden kontrolliert von dieser Frau. Und wenn das der Fall ist, dann werden sie hier Christus kreuzigen und Gottes Volk These kreuzigen. kings illustrate individuals and it will illustrate also, right? It's the path of Judas. So, Okay. diese Könige werden auch durch Einzelpersonen dargestellt
Und wir können sehen dadurch, dass das genau der Pfad ist, die Judas begangen hat. Okay. So now let's go back to Revelation 17. We already looked at this. Now let's go to Ephesians 5:31. So, jetzt zurück zu den Notizen und wir gehen jetzt zu Epheserbrief, Kapitel 5, Vers 31 und 32. It says, "For this cause shall a man leave his father and mother, and shall be joined unto his wife, and they two shall be one flesh. This is a great mystery, but I speak concerning Christ and the church." Okay, what is it speaking about here? Worüber spricht es hier? Christ in the church. Yes, it's man and woman becoming one flesh. Also Okay? Mann und Frau, die ein Fleisch werden. But it speaks about the true combination of divinity and humanity. Aber es Right? spricht über die wahre Verbindung durch Göttlichkeit und Menschlichkeit. This combination is a combination of Satan and humanity. Also diese Verbindung hier ist eine Verbindung zwischen Satan und den Menschlichkeiten. Because here this woman controls and not the king. Weil diese Frau ist in der Oberherrschaft und nicht der König. Okay. So now let's look what this woman represents, because this woman is controlling the mind, right? Dann lasst uns schauen, was diese Frau darstellt, denn diese Frau kontrolliert eben den Verstand. And this woman is this mystery of iniquity, Und right? diese Frau hier ist auch diese Geheimnis der Gesetzlosigkeit. sorry? Geheimnis ja, der ja, der Geheimnis der Gesetzlosigkeit. Yeah, because that's what Paul says in 2 Thessalonians chapter 2. Denn Right? das ist, was Paul in 2. Thessaloniker 2 sagt. And what is the mystery of iniquity? Und was ist diese Geheimnis der Gesetzlosigkeit? The mingling of The mingling of truth and error, Es ist right? der Vermengen von Wahrheit mit Irrtum. Some is true, some is error. Einiges darunter ist wahr und anderes ist Irrtum. Only there to keep your mind ensnared. Okay? Nur gerade dazu da, um deinen Verstand in der Schlinge zu Yeah, halten. but Jesus says we must obey how many words of God? Aber Jesus sagt, wir sollen wie viel von Gottes Worte gehorchen? Every word of God. Right? Jedes Wort. Okay, so if you break one principle, God is not with you. Also wenn du ein einziges Prinzip vernachlässigst, dann Gott ist eben nicht mit dir. Okay, now let's go to the next quote. Dieser nächste Zitat in den Notizen. Or maybe, no, we can read this, okay? From 3 Testimonies, page 50.3. Von 3T 50.3. It says, God created man a little lower than the angels and bestowed upon him attributes that will, if properly used, make him a blessing to the world and cause him to reflect the glory to the giver. But although made in the image of God, man has, through intemperance, violated principle and God's law in his physical nature. Intemperance of any kind benumbs the perceptive organs and so weakens the brain nerve power that eternal things are not appreciated, but placed upon a level with a common. The higher powers of the mind, designed for elevated purposes, are brought into slavery to the baser passions. So she speaks now about the higher powers, right? Sie spricht hier wieder über den höheren Kräften. What did we read in Romans 13? Was haben wir in Römer 13 gelesen? We read about the higher powers. Wir haben right? über diese höhere Kräfte gelesen. And they are to rule. Und die sollen eben regieren. They are ordained of God. Und die sind von Gott ordained, Eingesetzt. eingesetzt. Thank you. But here it's now the opposite way around. Now the lower baser passions now take the lead. Aber hier es beschreibt, dass es andersrum ist, dass diese niedrigere, tiefe Leidenschaften die Vorherrschaften übernehmen. Okay, it says if our physical habits are not right, our mental and moral powers cannot be strong, for great sympathy exists between the physical and the moral. Okay, but now let's go to the next quote. Aber jetzt gehen wir zu diesem nächsten Zitat. Because the woman was sitting on the mind, right? Denn die Frau hat eben auf den Verstand gesessen. And now in the mind is the higher powers, right? We just read it. Verstand ist die höhere Kräfte. Das haben wir gerade soeben gelesen. Okay, so mind is the higher powers. So therefore this woman controls the mind, controls the higher power, that the higher powers no longer making right decisions. Dadurch diese Frau kontrolliert diese höhere Kräfte, damit diese höhere Kräfte nicht mehr
rechte Entscheidungen trifft. And you're not controlled by these human passions, Und okay? statt rechte Entscheidungen zu machen, du wirst durch diese menschliche Leidenschaft kontrolliert. And why is that? Warum ist das so? Let's read the next quote. Nächste Zitat. It is the work of conversion and sanctification to reconcile man to God by bringing them into accord with the principles of his law. In the beginning, man was created in the image of God. He was in perfect harmony with the nature and the law of God. The principles of righteousness were written upon his heart. But sin alienated him from his Maker. He no longer reflected the divine image. His heart was at war with the principles of God's law. The carnal mind is enmity against God, for it is not subject to the law of God, neither indeed can be. So, what happened when man fell into sin? So was geschah, als der Mensch in die Sünde fiel? What mind did he get? Welcher Verstand hat der erhalten? The carnal mind. Dieser fleischliches Verstand. And what is the carnal mind, brothers and Und was sisters? ist dieser fleischliche Verstand? Satan's throne. Evil It's propensities. the evil Das propensities. sind Okay? diese bösen Neigungen. Okay, therefore, now the mind was now suddenly. What's the mind that is ruled by the evil? Yes, the mind is ruled. Exactly. That's Also the der point. Verstand wird jetzt durch diese bösen Neigungen beherrscht. Beherrscht. Okay, so the mind is not strong enough anymore to withstand now your passions. Also der Okay? Verstand ist nicht mehr in der Lage, die Leidenschaften zu widerstehen. Because now your evil propensities control your mind. Weil jetzt deine bösen Neigungen sind in der Kontrolle über deinen Verstand. Who was controlling in this other illustration this higher powers? Also in dieser anderen Darstellung, wer hat diese höheren Mächten kontrolliert? The woman. Die Frau. Okay. So the woman sitting on the head of the kings illustrates this evil propensities controlling your mind. So die Frau, die auf den Verstand oder den Kopf von diesen Königen sitzt, stellt diese bösen Neigungen, die deinen Verstand kontrollieren, Okay. dar. So in this sense, So in diesem Sinne, this is where you go down if you allow these evil propensities to get the better of you. dies ist der Pfad, die du befolgen wirst, wenn du erlaubst, dass diese böse Neigung der Vorherrschaft in dir übernimmt. But what must you do, brothers and sisters? Aber was müssen wir dagegen tun? liebe Let's go to Geschwister? the next quote. Nächste Zitat. The requirements of God's word are too close Too close. for their unsanctified natures. The carnal mind is enmity against God, for it is not subject to the law of God, neither indeed can be. If the feelings of the natural heart are not restrained and brought into subjection to the sanctifying influence of the grace of God, received through the channel of faith, the thoughts of the heart are not pure and holy. Okay, so what must happen with our evil propensities? So was muss mit unseren bösen Neigungen geschehen? Must be restrained. Must be restrained. Through what? Mussten gezügelt, aber durch was? Yeah, by faith. Through grace. Grace through faith. Yes, grace through faith. Also Okay. bei die Gnade durch Glaube. Okay, so you need faith in order to receive the grace, Also du brauchst Glaube, um die Gnade zu erhalten. because then only your thoughts are pure and holy. It Weil says. nur dadurch werden deine Gedanken pur und rein sein. Rein und heilig. Oder rein und heilig. Now let's go to the next quote, please. Nächste Zitat. It says, "Shall we live on the plan of addition or on the plan of subtraction? We have had many precious meetings here, and we need to make the very best account of our privileges. We shall very probably never all meet again on this earth, but I want to meet this people in the kingdom of God. We plead with you for Christ's sake to bear in mind your high calling." Yeah, we must bear in mind our high calling here Wir also. müssen unsere hohe Berufung immer im Verstand erhalten. Never forget that you are to live on the plan of addition. You are to keep adding grace to grace, constantly overcoming the tendencies to evil that are in your nature, constantly resisting the temptations of the world that will press continually upon you in these last days.
for this work the promise of grace is given you. Okay? So, therefore, in order to get rid of this false woman, what must you do? So, um diesen falschen Frau loszuwerden, was müssen wir tun? Yes, the daily service, Also, right? wir müssen diese tägliche Dienst Ja. verbringen. In this daily service, you must get rid of this woman, because if you don't get rid in the daily, when the yearly comes, what happens with this woman? Also wir müssen in diesen täglichen Dienst diesen Frau loswerden, wenn diese jährliche Dienst eintritt, was werden wir tun? She's revealed by saying, crucify him. Sie wird geoffenbart, indem dass sie sagt, kreuzige ihn. Okay. So therefore, this daily service, yeah, the morning and the evening worship, and your personal prayer time, your personal study time, this is how you receive the grace, brothers and sisters. Also diese tägliche Dienst, diese Morgen- und Abendandächte, diese Morgen- und Abendgebete, diese Studiumzeit, persönliche Gebetszeit, so erhalten wir die Gnade. Then you can have the right woman in your mind. Dann kannst du die richtige Frau in deinem Verstand haben, Which is the third angel's message. was der dritte Engelsbotschaft And ist. then you will go to the cross and you will manifest Christ. Und dann wirst du eben zum Kreuz gehen und Christus manifestieren. But if you have the false woman in your mind, Aber wenn du diese falsche Frau im Verstand by hast, neglecting your studying time, prayer time, and your time with God, indem dass du deine Zeit mit dem Herrn, deine Gebet- und Studiumzeit vernachlässigst, you will never go to the cross. du wirst niemals zum Kreuz gehen. But the opposite, Aber genau das Gegenteil. you will put your brethren on the cross. Du wirst deine eigenen Geschwistern am Kreuz nageln. There is no other opportunity, no other outcome, Es brothers gibt and sisters. nichts anderes dazu. Es gibt keinen anderen Ausgang. You can deceive yourself as much as you want. This is what God's word tells you. Also Okay? du kannst dich so viel verführen, wie du nur möchtest. Das ist gerade, was Gottes Wort uns sagt. You must decide which woman is controlling your mind. Du musst entscheiden, welche Frau kontrolliert deinen Verstand. And the Lord, He promises you grace through the daily service in order to have the right woman on your mind. Und der Herr verspricht die Gnade durch diesen täglichen Dienst, sodass wir sicher sein können, dass wir die richtige Frau im Verstand haben. And that you can go to the cross and manifest a righteous character here. Und dass du zum Kreuz gehen kannst und einen gerechten Charakter gerade hier manifestieren And kannst. that you can then lead many others to salvation. Und dass du dann danach viele anderen zur Erlösung führen And kannst. that's the only reason why you are here in this classroom. Und das ist der einzige Grund, weshalb du hier in diesem Klassenzimmer God bist. called you for this hour. Okay? Gott hat dich gerade für diese Stunde berufen. And He called you to go to the cross and not to crucify your brother and your sister. Und er hat dich gerufen, zum Kreuz zu gehen und nicht deinen Bruder und deine Schwester zu kreuzigen. So you must decide what woman is controlling your mind. So, du musst eben entscheiden, welche Frau kontrolliert deinen Verstand. Amen. Amen. Then let's close in prayer. Dann lass uns mit Gebet schließen.